Hi und willkommen zu meinem nächsten Video für die Next Face Awards, diesmal zum Thema Hexen und Zauberer. Ich zeige euch meine Interpretation einer Sumpfhexe, die sich schön hexen kann und dann aber ihr wahres Gesicht zeigt. Inspiriert wurde die Hexe von Meg Mucklebones, ein Charakter des Films Legende, bzw. von der Hexe Jenny Greenteeth aus der englischen Folklore, der man nachsagt, sie habe Kinder und ältere Menschen in ihre Gewässer gezogen und ertränkt. Und los geht's! Zuerst zeige ich euch alles, was ich für den Kopfschmuck verwendet habe. Ich war im Bastelladen und habe mir alles mögliche an Kram gekauft, was so passen könnte, wie Moos, Draht, so kleine Schaumgummi, Bälle, Federn, Latexmilch, Spinnenweben-Deko, die ich dann mit Aqua-Make-up in verschiedenen Grüntönen eingeschminkt habe und anschließend einfach auf die Äste verteilt habe. Die Äste und die Blätter habe ich im Wald gesammelt und auf den Haarreif mit Gaffertape dann aufgeklebt und mit Latexmilch das Moos, Federn und noch ein bisschen Glitzer angebracht und fertig war meine Sumpfmoorkrone. Ich starte mit dem Primer und grundiere dann mein Gesicht und den Hals und gebe Concealer unter meine Augen. Anschließend bekommt das alles noch einen Hauch lila und wird gut verblendet. Mit Weiß highlighte ich die Nase, Wangen und Stirn und verblende das Ganze wieder. Die Wasserlinie und Unterlinie werden geweißt. Und mit Schwarz die Augenbrauen lang nachgezogen. Mit der Eyeshadow Base werden Augenlider großzügig bedeckt und ein Lidstrich oben und unten in Cat-Eye-Form gezogen. Mit Schwarz wird die Lidfalte gemalt und verblendet und dann wird Blau im inneren und äußeren Augenwinkel über und unterhalb des Auges gesetzt und nach hinten mit langen Spitzen gezogen. Mit blauem Pigment verstärke ich das Ganze. Dann kommt Glitterprimer großzügig auf das bewegliche Lid und auch unterhalb des Auges und in die Mitte. Dann male ich die zweiten Zacken am Oberlid, die weit nach hinten und oben gezogen werden. Jetzt wird es langsam interessant. Mit verschiedenen lilafarbenen Nuancen schattiere ich um die Lidfalte und auch seitlich meiner Nase runter bis zur Nasenspitze, um meine Nase etwas schmaler zu gestalten. Dann setze ich Orange auf meine Wangen und verblende das Ganze mit einem Pinsel oder mit den Fingern, genauso wie unterhalb der Augenbraue. Der untere Lidstrich wird dann mit Schwarz intensiviert und einzelne Wimpern am äußeren Ende dazu gemalt. Dann setze ich noch einen Blauton zwischen die zwei gezogenen Zacken, um noch mehr Farbspiel zu geben und schattiere an dieser Stelle. Mit einem Hauch von Grün verstärke ich den Bereich am inneren Augenwinkel und verblende ihn sanft nach unten. Für mehr Tiefe setze ich schwarzen Eyeshadow direkt an die gemalte Lidkante und gebe auch etwas auf meinen gemalten Lidstrich unterm Auge. Endlich Glitzer. Davon trage ich großzügig auf Ober- und Unterlider auf. Mit dem Glitterprimer hält der Glitzer echt super. Und zum Highlighten setze ich dann dieses super schöne helle Pigment unter die Augenbrauen und noch an die äußeren Augenwinkel. Und dann schattiere ich in verschiedenen Blau-, Grün- und Lila-Tönen meine Wange. Um das Make-up noch zu verspielter zu machen, setze ich kleine Pünktchen in Orange. Und konturiere die Lippen und fülle sie anschließend an den Mundwinkeln mit Lila aus. Und dann wird nochmal mit Lila konturiert. Und abschließend mit dem satten Orange der Rest ausgefüllt. Dann bin ich nochmal kurz mit einem dunkleren Lila an die Ecken und habe dann nochmal mehr Tiefe gegeben. So, dann klebe ich die Kunstwimpern auf und tusche meine echten Wimpern ein bisschen mit in die Kunstwimpern rein. Dann habe ich nochmal kleine weiße Pünktchen gesetzt, um das verspielter wirken zu lassen.
und bin wieder mit dem tollen hellen Pigment, was total schön schimmert, auf Nase und Kinn und habe dort gehighlightet. Mit Blau und Grün habe ich dann meine Stirn eingelegt. Ich habe eine sehr breite Stirn, die kann man ruhig mal ein bisschen verkleinern. Und da kommt dann auch nochmal viel Glitzer drauf. Vorher habe ich da auch wieder den Primer drauf gesetzt. Und dann mache ich meinen Hals und die Schlüsselbeine, die lege ich in Grün ein und verblende das Ganze mit einem Pinsel. Dann kommt da noch ein lilafarbener Ton in die tiefsten Stellen und wird auch wieder verblendet und mit lila Pigment anschließend noch intensiviert. Ein bisschen was habe ich davon auch nochmal auf meine Stirn gegeben, damit das alles stimmiger für das Gesamtbild war. Dann habe ich wieder den Glitter Primer verwendet, um meine Knochen an der Stelle mit Weiß zu betonen. Dann schwupps noch die Kontaktlinsen rein, Haarnetz aufsetzen und die Perücke auf. Und noch die Hände farblich anpassen mit Lila, mit etwas Grün und zum Schluss noch die Fingernägel drauf. Und tada! Fertig war das erste Make-up der hübschen Hexe. So, nun zum hässlichen Part des Tutorials, also der eigentlich viel mehr Spaß gemacht hat. Meine Hexenhalbmaske habe ich folgendermaßen hergestellt. Zuerst habe ich Nase, Stirn und Kinn auf meinem Gesichtsabdruck modelliert. Ich konnte mich zuerst nicht entscheiden, ob ich das Teil aus Silikon oder Latex mache. Deshalb habe ich einfach beides hergestellt. Und das Ganze wird dann mit Alginat abgeformt. Alginat ist eine super detailgenaue und günstige Variante, um sowas abzuformen. Der einzige Nachteil ist, dass die Form nur 1- bis 2-mal verwendet werden kann, da Alginat innerhalb weniger Stunden schrumpft und austrocknet. Zur Stabilisierung kommt noch eine Gipsschale außenrum. Und sobald das dann alles ausgehärtet ist, kann ich es rausholen und habe dann eine Negativform, die ich dann mit Silikon befülle und mein Gips positiv reindrücke. Kurz schwenken. Fertig ist dann das Silikon-Original, das ich wieder auf das Gipsgesicht geklebt habe und das restliche Gipsgesicht mit Vaseline eingefettet habe, damit der Gips, den ich danach drauf gegeben habe, später nicht an dem Gips kleben bleibt. Und so entsteht dann ein Negativ, das sich dann, sobald es getrocknet ist, mit Latexmilch in mehreren Schichten betupfen kann. Und sobald das dann alles getrocknet ist, kann man das abpudern und hat dann somit sein fertiges Maskenteil. So, das Ganze kann jetzt eingeschminkt werden. Das mache ich auch ganz einfach erstmal mit dem grünen Concealer, dann gehe ich ein bisschen mit Grau drüber, Farben werden dann gemischt und verblendet, dann ist das eigentlich alles so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Die tiefsten Stellen, also alles, was ja schon im Modellierten drin ist, in der Maske drin ist, wird dann einfach so mit Lila und ein bisschen schwarz eingelegt, ein bisschen vertupft. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen einzeln stehen, nicht zu sehr verblenden, sondern dass die Farben so an sich noch gut zu erkennen sind. Nasenflügel und Nasenrücken, Augenbrauen, sonstige Stellen habe ich dann noch mal ein bisschen gehighlightet mit einem hellen Ton und die tiefsten bin ich dann auch einfach noch mal mit Schwarz ran oder einem dunklen Lila und das war's dann auch schon. Los geht's mit der Verwandlung. Auch ein hässliches Make-up braucht ein Primer-Spray. Dann decke ich den hinteren Teil meiner Augenbrauen mit Kleber und Puder ab und streiche mir großzügig den Kosmetikkleber auf Nase und Stirn, um mein Maskenteil dann aufzukleben. Gut festdrücken und von der Mitte zu den Seiten nach außen weiterarbeiten. Das Kinn wird genauso aufgeklebt. Und dann grundiere ich auch schon mein Gesicht mit heller Foundation. Gebe dann noch etwas Grün hinzu und verblende das Ganze schön. Jetzt ziehe ich alle Falten mit Lila nach, die auf dem Maskenteil modelliert sind und verlängere quasi dadurch alle Falten. Die Falten sind ja vorgegeben und ich male die im Schwung dann einfach weiter und so verschwindet dann nach und nach der Übergang von meinem Maskenteil zu meiner Haut. Das führe ich dann im ganzen Gesicht so weiter. Ich habe hierfür eine Vorlage der Swamp Witch McMuckle Bones.
genommen, an der ich mich dann orientieren konnte, weil ich diese Maske einfach, diesen Charakter total toll finde. Augen zusammenkneifen, um echte Falten zu erzeugen, die man dann einfach nachmalen kann, hilft auch immer. Das ist dann schön realistisch. Dann schattiere ich meine Augenhöhlen, Schläfen und Wangenknochen, um so richtig eingefallen und mager auszusehen. Ich ziehe mir dann feine, runzlige Falten vertikal vom Wangenknochen nach unten und auch in der Nasolabialfalte und so Richtung Kinn. Alles immer so ein bisschen wackelig gemalt, sodass es schön schrumpelig aussieht. Und dann lege ich meinen schrumpeligen Hals und Dekolleté ein. Da schattiere ich mir alle Knochen intensiv raus. Also auch die Rippen am Brustkorb, sodass es richtig schön eklig und mager wirkt. Die Augenfalten intensiviere ich jetzt mit Schwarz. Nicht an allen Stellen, aber die am meisten hervortreten sollen, wie zum Beispiel auch die Tränensäcke oder die Nasolabialfalte und ziehe dann später auch noch die Mundwinkel nach unten. Ja, dass das einfach alles so ein bisschen mehr Stärke bekommt. So ein bisschen Lippenfarbe darf auch bei so einer ollen Sumpfhexe nicht fehlen. Ein bisschen lila noch in die Mitte und das habe ich dann auch noch vereinzelt auf ein paar Falten gegeben, sodass sich die Farben immer wieder vereinzelt wiederfinden und mehr Farbspiel gegeben ist. Mit Lila habe ich dann noch schattiert an weiteren Stellen. Ich bin dann überall nochmal mit Grau drüber, mit diesem gräulichen Ton, überall, wo mir das Grün noch zu stark war, und habe das Ganze ein bisschen aufgelockert, auch nochmal gehighlightet an manchen Stellen, auch am Schlüsselbein nochmal. Ja, überall, wo mir der Grünton noch ein bisschen zu intensiv war. Dann verstärke ich den Kontrast noch weiter an den Augenwinkeln und highlighte mit Weiß die höchsten Kanten der gemalten Falten. Mit dem hellsten Ton der Concealer-Palette vertupfe und verblende ich das alles und highlighte nochmal alle Stellen, die am stärksten hervortreten sollen, und erhalte somit einen schönen plastischen Eindruck. Hier auch nochmal die Nasenflügel, Augenbrauenwulst, Nasenspitze und Kinn. Dann hüpfe ich wieder zu meinem Schrumpelhals und schattiere den stärker und deute da auch noch mehr Falten an. Ein Make-up wirkt immer interessanter und lebhafter, je mehr Farben man verwendet. Deshalb kommt hier mit einzelnen Tupfern noch ein bisschen so ein altrötlicher Ton dazu. Den setze ich wirklich ganz dezent nochmal auf das ganze Make-up. Also auch nicht zu stark verblenden, sondern die Farbe ruhig auch mal so an sich stehen lassen. Und so entsteht ein unruhiger Eindruck, und der aber lebhaft wirkt. Und das darf sich ruhig überall nochmal wiederfinden, auch nochmal an der Stirn. Bisschen an den Augen. Mit Lila verstärke ich dann noch einmal ein paar Falten. Hier auch wieder das gleiche wie gerade eben. Nicht überall, sondern nur an ein paar Stellen und auch nicht gleichmäßig, sondern richtig unruhig, weil ich will ja hier kein Beauty-Make-up zaubern, wo alles gleichmäßig verblendet wird, sondern ich will ja alt und schrumpelig aussehen. Mit einem dunkleren lila Ton bin ich da nochmal an die Stellen, die ganz besonders tief wirken sollen. Auch wieder sehr unruhig. Dann highlighte ich nochmal ein bisschen meine Knochen am Dekolleté und verpasse meinem kompletten Look noch einen Hauch von einem hellen Grün. Das nimmt man jetzt gar nicht so stark wahr, es soll nur so ganz leicht ein bisschen zu sehen sein. Und die Lippen mache ich nochmal ein bisschen tiefer mit Schwarz, Wasserlinie, Weißen
und abschließend fixieren. Meine Hexenzähne habe ich auf meinen Kiefer angepasst, verkleinert, zurechtgeschnitten, bemalt und befestige die jetzt mit den Haftperlen, die man im Wasser erwärmt und sie dann zu einer Masse formen kann. Ein paar Minuten muss man das dann festdrücken und schon ist das Ganze fertig. Und wenn es beim ersten Mal nicht hält, dann kann man die Masse beliebig oft wieder ins Wasser geben und den nächsten Versuch starten. Dann wieder die Perücke aufsetzen. Bisschen zurechtzupfen, die Kontaktlinsen einsetzen, Sumpfkrone aufsetzen, auch wieder ein bisschen zurechtzupfen, fast fertig. Jetzt noch schnell die Hände anpassen, mit Schwarz, bisschen Grün dazu. Und zum Schluss, jetzt kommt mein Lieblingspart, alles mit Castor Sealer Oil betupfen, das komplette Make-up inklusive der Hände, um diesem einen slimy, feuchten und sumpfigen Glanz zu verpassen, der dann den Look noch abrundet. So, das war mein Beitrag für die erste Challenge der NYX Face Awards Germany, meine Swamp Witch. Ich hatte unglaublich viel Spaß an dieser Verwandlung, ich hoffe ihr auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr ab dem 30.04. passend in der Walpurgisnacht für mich voten auf faceawards.de. Folgt mir auf Facebook, Instagram oder abonniert meinen YouTube-Kanal und hinterlasst mir einen Comment oder gebt mir einen Daumen hoch. Alle verwendeten Produkte findet ihr wieder in der Infobox. Und ich danke euch fürs Zusehen und bis dann. Ciao!